Er ist eben eher immer derjenige schon gewesen, der die eher verrückten, kranken Ideen hatte. Und ich bin so der lineare Musiker, der das Handwerk beherrscht hat. Und dann eher gesehen hat, dass er eben aus der kranken Idee eben dann wirklich den klingenden Ton macht. Ja, und im Zuge dessen ist dann eben Hyper Hyper entstanden. Das war auch eher so ein Vertriebsunfall. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn die so gut ist, dann müssen wir dann mal eine Single draus machen. Und dann haben wir die veröffentlicht. Und zack. Wir waren in Hamburg zu Gast bei Rick J. Jordan, alias Hendrik Stedler. Rick ist nicht nur Mitbegründer der international bekannten Band Scooter, sondern er ist auch ein begnadeter Sounddesigner, Musikproduzent und Tonmeister. Damit hat er natürlich viel zu erzählen, was für die angehenden Producer und Audio-Engineers am Hofer College wichtig und interessant ist. Er gibt uns Einblicke in sein Studio und lässt uns in seine aktuelle Produktion reinhören. Wir zeigen dir jetzt ein paar Ausschnitte aus dem Interview mit Rick und das komplette Video gibt es exklusiv für Studierende im Online-Campus von Hofer College, deiner Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion. Also ich habe mir in der Scooterzeit, oder ja im Prinzip in der Scooterzeit hatten wir ganz klar so eine Maxime, das kam so, früher, man muss ein bisschen früher anfangen. Früher ging es ja wirklich so, dass man ein Demo gemacht hat. Das Demo hat man dann im Studio nochmal neu aufgenommen, Vocals neu aufgenommen und dann daraus eine Produktion gemacht. Und da ging halt häufig so der Vibe verloren. Das kennst du sicherlich auch noch. Kann ich nachvollziehen, ja. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen jetzt nur noch fertige Produktion. Wir arbeiten direkt linear durch. Super. Das heißt, das Sounddesign fängt bei mir wirklich bei den ersten Sounds an. Also ich versuche gleich von Anfang an mit Samples zu arbeiten, mit Klängen, die einen anmachen, wo man dann wirklich sagt, geil, oh, genau so muss es klingen. Das heißt, der Sound ist Bestandteil auch der Hook, weil du sagst, die Melodie mit dem Sound ist das Ding. Es ist die Wirkung, die nachher wirklich das Ergebnis auf mich hat, die mich weiterbringt und auch andere, mit denen ich arbeite. Und das ist so, also ich kann eben nicht es fällt mir sehr schwer, so mit Platzhaltern zu arbeiten. Irgendeine Fläche, irgendwelche Drums und irgendwie, sondern ich brauche nach Möglichkeit sehr schnell einfach was einen wirklich anmacht. Und dadurch ist auch der Mix, im Prinzip entsteht der in der Produktion. Das ist eigentlich genau so, wie man es eigentlich nicht macht. Aber ich mache es halt so. Ja. Und am Ende ist es mehr so, dass man dann wirklich dieses Ergebnis anhört und dann sagt, so, jetzt gucken wir uns mal Fehler für Fehler an und versuchen da was draus zu machen, was dann am Ende auch gut klingt. Ja. Das heißt im Idealfall, je länger du dran arbeitest, kann es sein, dass die Vocals, wenn sie sehr spät kommen und vielleicht nicht schon verarbeitet sind, fast auf die fertige Version des Songs kommen. Irgendwo ja, auf jeden Fall. Aber natürlich guckt man am Ende immer noch mal, das Gute ist ja heutzutage, dass du die Produktion eben wirklich bis zum letzten Moment einfach verändern kannst. Du kannst ja wirklich, gerade weil man ja eben viel dann noch auf der Mini-Seite macht, nicht so viel printet, kann man eben immer noch, man kann es transponieren, hast ja alle Möglichkeiten, bis zum Mastering noch irgendwie das Ding noch zu drehen. Was macht für dich ein Signature-Sound von einem musikalischen Act aus? Hast du eine Definition oder würdest du sagen, so hier, oh ja, daran erkenne ich dir jetzt die Band? Was ist da für dich persönlich wichtig? Wir hatten also bei Scooter hatten wir das riesengroße Glück, also das unfassbare Glück, dass der erste Titel Hyper Hyper genau 120% unser Musikgeschmack war, was wir damals gehört haben als Raver und was wir einfach geil fanden. Das war genau unser Ding. Und dadurch hatten wir den unfassbaren Vorteil, dass wir einfach nur nach unserem Geschmack weiterarbeiten konnten. Und wir haben dann bei Friends haben wir dann aus Spaß mal mit diesem Megafon das probiert, bei der dritten Single, dass jetzt Spiel mal durch ein Megafon diese Sprüche gemacht hat, aber weil wir das cool fanden. Das war ein richtiges Megafon. Das wäre soundtechnisch aufgehört. Da war es wirklich ein richtiges Megafon. Drumherum haben wir das gemacht, ganz unspektakulär mit dem Vorläufer des KM84 von Neumann, mit diesem kleinen Stabmikrofon, KM 140, Fett 100 hieß die Serie damals. Habe ich heute noch. Da nimmt man eigentlich so Streicherquartett drüber auf oder so. Aber eben auch MC HP Baxter damals. Und bei Hyper Hyper, das ist darüber entstanden. Und der Rest kam halt durch Kompression. Wir hatten damals von BSS Audio diesen DPR 404 Kompressor und haben das dann später mit dem Yamaha 01R, 02R. Oder 02R. 02R Kompressor haben wir das dann nochmal als zweite Stufe kombiniert. Den haben wir dann meistens als Limiter geschaltet mit 10 Millisekunden Attack und dadurch haben wir diesen Knack gekriegt. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, wie kann man das noch ein bisschen aggressiver machen? Dann habe ich verschiedene Mikrofone durchprobiert. Habe mir damals bei so einem Verleiher hier in Hamburg habe ich mir verschiedene Mikros mal ausgeliehen und da war eben auch
dieses 520DX Blues Harp Mikrofon mit dabei, ne? Dieses Green Bullet. Und dann haben wir dann wie Wilden dran rum EQ'd und komprimiert und gemacht und getan. Du musstest so eine Smile-Kurve da machen, in der Mitte alles rausziehen und dann wirklich sogar noch ein bisschen Bass, was es eigentlich gar nicht hat, reindrehen. Ein bisschen 3,5 Kilohertz betonen und dann oben dazu richtig aufdrehen, wo es eigentlich auch nichts hat. Hat gerauscht wie Hulle. Das Ganze dann über so ein, es gab mal von HDB Audio so ein Röhren-Preamp, der TMA2 hieß der. Der hat so ein leichtes, der hat so ein bisschen viel Total Harmonic Distortion gehabt. Dadurch bei normalen HiFi-Mikrofon-Sounds Character gemacht. Aber bei diesem Mikrofon, das halt keine richtigen Höhen hatte, hast du halt richtig eine Verzerrung mit reinbekommen. Und die Kombination, das war dann plötzlich unser Signature-Sound. In der heutigen Zeit ist es eben wirklich so, dass so also zumindest im Augenblick habe ich das Gefühl, dass du doch Musik immer sinnvollerweise mit Entertainment kombinierst. Das gab es früher auch schon. Ich meine, es gab Bands wie Kiss, die waren ja auch mehr Outfit als, aber da ist auch eine musikalische Basis, aber trotzdem eben auch der Show-Element. Und wenn man sich mal eine Live-Show von Coldplay angeguckt hat, dann weiß man auch, dass das nicht nur einfach schöne Songs sind, sondern ganz viel eben auch das Drumherum, das Erlebnis. Und du brauchst halt auch immer Entertainment mit Musik kombiniert. Und wenn man das hinkriegt, hat man, glaube ich, auch in der heutigen Zeit noch eine gute Chance. Ich habe gemerkt, wenn man, also ne, auch bei Hofer gibt es ja auch wunderbare Akustikelemente, die ich im Nachbarraum auch sogar noch habe. Und Raumakustik ist so unfassbar wichtig. Der letzte ist, wenn man einmal einen Raum hat, in dem man wirklich alles hört und der eben wirklich frequenzmäßig optimiert ist und auch nur eine erste Welle hat, die man hört, dann klingt man eigentlich überall gut. Wenn man das System einmal so ein bisschen verstanden hat, hat man wirklich eine Chance, einfach darüber einen Sound zu machen, der auf allen Systemen wirklich vernünftig klingt. Und ich habe also auch früher bei Scooter immer schon viel damit gearbeitet, wirklich Samples oder auch so Sounds dann zu bearbeiten. Ich gehe teilweise mit irgendwelchen Samples ins Melodan rein, ziehe mir Noten raus oder verändere das Ganze melodiös und bin dann da. Ich arbeite wirklich dann auch eben mit Audiomaterial und baue mir das so um, wie ich das brauche. Was kannst du Nachwuchskünstlern und Produzenten mit auf den Weg geben? Was ich in den letzten Jahren wirklich gelernt habe, noch richtig, ist einfach die unfassbare Wichtigkeit von Social Media, wo immer noch viele Musiker, ich habe auch das Gefühl, auch Nachwuchsmusiker, immer noch so das irgendwo so mit Fremden, weil nee, ich will jetzt ja nicht Content machen, ich bin ja Musiker und ich will ja nicht irgendwie so, ich bin nicht so ein Influencer ist, wenn ich eine Woche flach liege und wenn ich irgendwie im Internet stattfinde. Ja, aber es geht nicht anders. Die Bühne, die erste Bühne in der heutigen Zeit, zumindest nach dem, was ich jetzt so in den letzten Jahren mitbekommen habe, auch aus der Branche, meinen Kontakten, Konto New Media ist einer der größten Independent-Vertriebe, da habe ich ständig mit zu tun. Ich eben mit meinen alten Kollegen, mit Jens, Konto New Media und Konto Records. Es ist einfach so, die erste Bühne, auf der du spielst, und das ist die größte von allen, das ist Social Media. Da spielen sie alle und wenn du da gut genug bist, da richtig groß wirst, dann kommst du auch auf die anderen Bühnen. Auf der einen Seite musst du auf jeden Fall künstlerisch was drauf haben, ganz klar. Ja. Und auch einen eigenen Stil haben, deinen eigenen Weg gehen. Aber eben, wie gesagt, diese andere Seite, das schätzen viele. Du musst eben auch wirklich der Hans Dampf in allen Gassen sein, der eben das Gesamtpaket. Du musst eben Entertainment den Leuten anbieten. Die Leute wollen heutzutage nicht mehr nur irgendwie einen Song hören. Wenn du sagst, hallo, ich bin der Hans und jetzt meine neue Platte ist so und ist so geil, dann machen wir Party zu. Das interessiert einfach leider keine Sau mehr. Zum einen musikalisch natürlich was machen, was auch Substanz hat, was gut ist. Auf der anderen Seite eben das aber so präsentieren, dass die sehr musikmüden und genervten Normalos das trotzdem geil finden. Trotzdem sagen so, was ist das denn? Überraschen können. Dann hast du eine gute Chance, heutzutage noch was auf die Beine zu stellen.